Yo Bitches, herzlich willkommen bei Denitiv Gaming. Heute geht es nicht nur um das ThinkPad T460p, sondern auch ein bisschen darum, wieso ich jetzt ein ThinkPad genommen habe. Und natürlich bekommt ihr später auch ein bisschen Benchmarks und was das Ding alles kann. Viel Spaß! Fangen wir mal ganz vorne an. Ich hatte zuvor einen Acer-Laptop, um genau zu sein war das ein V5 573G, also eher ein Laptop der mittleren Preiskategorie. Ich habe so ein bisschen erweitert mit SSD und RAM, so dass das Ding sehr gut benutzbar war, auch für billige Spiele. So nach einem Jahr ungefähr hat sich das Display angefangen zu verabschieden, Pixelfehler, irgendwann das halbe Display nicht mehr erkennbar, ihr seht es in einem eingeblendeten Video. Und so habe ich das Ding natürlich eingeschickt, ich hatte noch Garantie, die haben das ausgetauscht. Woche später hat es wieder angefangen zu flackern und ist mal schlimmer geworden. Natürlich wieder eingeschickt, zurückbekommen, hat funktioniert, komplett neues Display, pipapo. Und jetzt, ein gutes Jahr später, nach Garantie, hat es wieder angefangen, ist wieder kaputt gegangen. Ich habe noch versucht, einiges selber zu machen, habe geguckt, ob vielleicht die Kabel locker sind. Und im Endeffekt liegt es wirklich am Panel selber. Und das Ganze geht mir so dermaßen auf den Zeiger, dass ich jetzt gesagt habe, komm, ich will nicht mehr einen billig verarbeiteten Laptop, damit er möglichst billig ist, damit ich möglichst viel Leistung für wenig Geld bekomme. Und da ist Acer gut, muss man sagen. Ne? Aber ich will einfach was hält, was nicht kurz nach der Garantie wieder kaputt ist, wo ich nicht aufpassen muss, dass der Bildschirm sich verbiegt, dass ich nicht zu stark draufhau und wenn ich es zu sehr durch den Raum schleuder, dass das Display abbricht. Und so habe ich mich für ein ThinkPad entschieden. Denn um mal ehrlich zu sein, es gibt zwei Arten von Laptops, die noch was wert sind, wenn sie alt sind. Und das sind zum einen MacBooks und ThinkPads. Natürlich zahlt man bei ThinkPads wie auch bei sehr dünnen Ultrabooks und generell MacBooks und sehr gut verarbeiteten Laptops dafür Aufpreis. Ne? Die Bildqualität, die Verarbeitungsqualität will bezahlt werden und so kriege ich eben auch einen Acer Laptop für denselben Preis, der eine bessere Hardware drin hat. Aber mittlerweile bin ich über den Punkt hinaus, dass ich sage, das Geld ist es mir wert. Ich weiß, ihr wollt alle Benchmarks sehen, dazu kommen wir aber danach. Erstmal zum Laptop selber. Es handelt sich um das ThinkPad T440p und in der Konfiguration, in der ich es gekauft habe, hat es 1100 € gekostet. Es hat ein 14 Zoll 1440p mattes IPS-Display, ein Intel Core i5 6300 HQ, der auf 2,3 GHz getaktet ist mit maximalem Turbo-Boost auf 3,2 GHz. Das war mir besonders wichtig, wenn ich mir einen neuen Laptop kaufe, dass er wirklich 4 echte Kerne hat, nicht so wie die ganzen normalen Laptop i5s mit dem U hinten dran oder selbst i7s in Laptops haben oft nur 2 Kerne und dafür nur 4 Threads. Ich wollte echte 4 Kerne aufgrund der viel besseren Leistung. Der TDP von dem Prozessor liegt bei 45 Watt und der ist natürlich Skylake 14 Nanometer Fertigungsprozess. Geliefert wird er mit 8 GB DDR4 RAM auf 2133 MHz. Der wurde hergestellt von Samsung. Erweiterbar ist der Laptop aber auf 32 GHz, was mir ebenfalls sehr wichtig ist, denn 8 GB reichen irgendwann nicht mehr. Eine dedizierte Grafikkarte ist auch sehr hilfreich, besonders wenn man doch mal eine Runde Overwatch unterwegs spielen will. Da ist er mit einer GTX 49 MX ausgerüstet. Apropos Overwatch, das geht mit der gerade so, aber es geht. Dazu später. Das Besondere an meiner Konfiguration war die SSD. Das ist nämlich keine normale SSD, das ist eine deutlich schnellere NVMe SSD, aber nicht über M.2 angebunden, sondern immer noch über SATA. Die Geschwindigkeiten sind aber trotzdem sehr, sehr gut. Also Reach Speeds 1600 MB pro Sekunde, Write Speeds 1100 MB pro Sekunde ist das, was ich gemessen habe. Zusätzlich ist aber noch ein WLAN M.2, also ist M.2 Steckplatz frei für eine weitere SSD. Hier aber ganz kurz, man kann da keine weitere SSD einbauen, theoretisch schon, aber nicht im Zusammenhang mit der bereits eingebauten NVMe SSD.
Wäre da eine normale SSD drin, von Samsung beispielsweise, die haben ja meistens 500 Megabyte Write and Read Speeds, würde das gehen. Fragt mich nicht wieso. Es wird auf jeden Fall nicht unterstützt. Ich habe es sogar selber ausprobiert. Und auch die Leute von Lenovo darüber informiert, was die selber gar nicht wussten, dass das nicht geht. Ja, ne, keine Ahnung. Für manche Leute wird das bestimmt relevant sein. Also ich würde empfehlen, einfach, wenn das geht, eine Version mit einer normalen SSD zu nehmen. Klar, der Performance Boost ist sehr nice, aber nicht wirklich elementar. Also nehmt besser, wenn es geht, eine normale SSD, dann könnt ihr auch eine M.2 SSD in den Erweiterungsplatz stecken, ohne Probleme. Ist auch mit dem Aufschrauben nicht so schlimm, ist relativ easy. Zu den Anschlüssen. Wir haben dreimal USB 3.0, einmal HDMI, einmal Mini-Display-Port, einmal Gigabit LAN logischerweise, ist ja kein MacBook Air. Ein Smartcard-Reader für Lenovo-Laptops üblich, ein Stromanschluss, 48 Wattstunden Akku ist mitgeliefert, es gibt auch größere und kleinere. Ein Fingerabdrucksensor, der wird von Windows Hello supported, geht sehr, sehr schnell übrigens mit dem Einloggen. Und diese durchaus großartige Tastatur von Lenovo mit dem roten Trackpoint, was sicherlich jeder schon mal gesehen hat und was sehr gut funktioniert. Multitouch Touchpad und ein FN-Lock, um die FN-Tasten sozusagen, dass man laut und leiser machen kann, ohne die FN-Taste drücken zu müssen. Ein kleiner Nachteil, leider hat die Tastatur kein Nummernpad. Kann sein, dass das Leute stört. Mich stört es manchmal auch, wenn ich viel Zahlen eingeben muss. Aber der Vorteil davon ist, dass einfach generell mehr Platz für die Tastatur übrig ist. Das sorgt dafür, dass trotzdem 14 Zoll Laptop man sehr, sehr gemütlich viel Platz hat zum Schreiben, was auch immer. Tolle Tastatur, ich bin begeistert. Oh, ach ja, nicht nur das, beim Touchpad haben wir übrigens drei Hardware-Tasten für die Maustasten. Bin ich auch ein großer Fan von, habe ich vorher sehr oft vermisst. Und die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung in 2 Stufen. Ist nice, ne? Ja. Ja, genau. Und generell der ganze Laptop ist 24 mm dick, ohne Akku aber, das muss man beachten, denn der mitgelieferte Akku steht hinaus. Was allerdings wiederum, wenn einen die größere Dicke nicht stört, sehr große Vorteile hat. Zum einen bekommt der Laptop mehr Luft. Selbst wenn er auf dem Bett oder auf der Bettdecke sogar liegt, bekommt er sehr gut Luft. Der wird nicht viel wärmer als sonst, habe ich alles schon getestet. Wunderbar, war bei meinem alten Ultrabook sehr nervig. Konnte ich eigentlich fast nicht auf ein Bett stellen, dann hat es gebrannt. Besonders wenn man Twitch streamt. Ja, genau. Ja, beruhigt euch, Benchmarks kommen jetzt. Ich versuche ein großes Spektrum an Benchmarks euch zu zeigen. Die SSD zum Beispiel, wie schnell der Speicher ist. Der Prozessor kann einiges. Cinebench werde ich durchlaufen lassen. Und aber auch ein paar Spiele, auch wenn der Laptop eigentlich, und ich habe ihn noch nicht dafür gekauft zum Spielen, aber dafür seid ihr auf unserem Channel und deswegen zeigen wir auch ein bisschen, was die GTX 940 MX doch noch packt an Spielen. Ich gebe mal weiter an Benchmark Fabi. Ciao. Jo, fangen wir mit PC-Mark Firestrike an. Ich vergleiche die GTX 940 MX aus meinem Laptop mit der GTX 970 in meinem Rechner. Die ist natürlich wesentlich besser, aber den Vergleich kann ich jetzt gerade hier machen. Und so könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wieso die Leistung ist im Vergleich. Der Laptop erreicht als Overall Score 1538 im Vergleich zur GTX 970 mit 7942. Der PC-Mark SkyDriver ist eher was für Laptops mit schwächerer Hardware. Da erreicht der Laptop 1058 Punkte im Vergleich zu meinem PC mit 18.516 Punkte im Gesamtscore. Auch beim Heaven Benchmark vergleichen wir die GTX 940 MX mit der GTX 970. Die Einstellungen habe ich auf 1080p, kein Anti-Aliasing, Qualität auf Medium und Tessellation auf Normal. Da erreicht die GTX 940 MX 403 Punkte und mein Computer 2747. Das ist natürlich wesentlich besser. Average FPS haben wir beim Laptop 16, Minimum 6,4 und Maximum 33.
Und die GTX 79 schafft maximale FPS sogar bis zu 216, Average 109 und minimal 10. Das ist, weil der zwischen den Sequenzen, wenn er aus- und einblendet, oft die Frames droppt. Weiß ich nicht, ist aber eigentlich generell so beim Heaven Benchmark, habe ich schon oft beobachtet. Jetzt kommen wir mal zum interessanteren Part, denn wir vergleichen hier zwei Prozessoren, die zwar 3 Generationen auseinander sind, aber beide eben 4 Kerne haben, kein Multithreading, und der eine davon ist eben nur ein 35 Watt TDP und der andere bläst mir hier meine 120, 130 Watt aus dem Rechner, übertaktet wie er ist. Und im Cinebench erreicht der Laptop gar nicht mal viel weniger Punkte, 459 im Vergleich zu 585. Allein den Unterschied mache ich durchs Übertakten. Schon ordentlich, sag ich mal. Natürlich müssen wir auch das Schmuckstück des ThinkPads testen, und zwar die NVMe SSD. Die Messungen sind natürlich relativ variabel, mal misst man 100 mehr, mal 100 weniger. Hier haben wir bei der NVMe um die 1500 im Read gemessen und um die 1000 Megabytes pro Sekunde im Write. Natürlich muss man hier dazu sagen, die Festplatte ist hier schon 83% voll. Ich habe auch eine zweite Linux-Partition drauf. Und genauso ist auch die SSD in meinem Rechner, mit der wir es hier vergleichen, ebenso voll und deswegen nicht ganz so leistungsfähig, wie sie eben leer sind. Aber die meisten Leute, die eine SSD haben, die nicht 1 Terabyte groß ist, haben die SSD relativ voll und so wird die Leistung dann im Endeffekt auch bei den meisten Leuten am Ende sein. Dazu kann man auch sagen, dass die SSD in meinem Rechner schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Wann habe ich die gekauft? 2013, glaube ich. Viel mehr sage ich dazu nicht, seht ihr ja. Ich habe euch auch ein paar Spiele versprochen, da fangen wir mit Overwatch an. Da hat die Grafikkarte natürlich schon ordentlich zu kämpfen, deswegen habe ich hier die Einstellung auf 1080p, Render Scale 75%, das sieht dann nicht so madig aus. Texture Quality auf High und Texture Filtering Quality auf High, das macht nicht viel aus, und den Rest auf Low. Und das ist dann schon ganz gut spielbar. Leider hat mein Aufnahmeprogramm ein bisschen gestreikt, deswegen hier die abgefilmte Aufnahme. Ich hoffe, man kann es sehen, aber ist so meistens zwischen 40 und 60 FPS, also spielbar. Mit dabei muss natürlich auch eins meiner Lieblingsspiele sein, Rocket League. Da gab es leider ein bisschen Probleme, denn bei bestimmten Grafikeinstellungen war das Bild einfach schwarz, deswegen musste ich die jetzt nochmal ein bisschen anpassen, aber ist irgendwie nicht so gut gelaufen, ich weiß auch nicht. Läuft eigentlich besser, und durch das Aufnahmeprogramm könnt ihr nochmal ein paar FPS abziehen. Wollte ich euch jetzt aber nicht vorenthalten. Aber eigentlich kann man das ganz gut spielen. Auch bei LOL war es mir leider nicht möglich, das gescheit aufzunehmen, aber ich habe es jetzt nochmal abgefilmt, so schlimm ist ja nicht. Hier habe ich die Grafikeinstellungen auf 1080p und Medium High, und wie ihr oben rechts die Frames beobachten könnt, ist das sehr gut spielbar. Man kann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher gehen mit der Grafik, aber einwandfrei. So, kommen wir zum obligatorischen Burn-Test, bei dem ich Heaven Benchmark und AIDA64 gleichzeitig habe laufen lassen, um so viel Hitze wie möglich zu generieren. Und man sieht, dass er nach einigen Minuten fängt die CPU auch an zu throtteln, die Grafikkarte nicht. Aber nicht viel, dann droppt die mal kurz für einen Moment 100 MHz runter. Das wird man nicht merken, aber dazu muss man auch sagen, in echt würde die nicht runterthrotteln, denn das ist eine Temperatur, die man nur durch synthetische Benchmarks erreichen kann und nicht durch Rendern oder Spielen oder sonstiges. Da ist man also eigentlich auf der sicheren Seite, dass das nicht passiert. Und dazu muss man sagen, dass er währenddessen, ich habe leider kein gescheites Richtmikrofon oder ein Dezibel-Tester, aber der Laptop ist überraschend leise dafür. Im normalen Betrieb ist er unhörbar, eigentlich aus, und eben beim Benchmark immer noch mit einer der leisesten Laptops, die ich je gehört habe. Ja, irgendwann muss jetzt auch dann mal gut sein. Ich hoffe, ich konnte euch möglichst viel zeigen. Wenn ihr gerne noch andere Zahlen sehen würdet, Programme, was auch immer, haut einen Kommentar drunter, schreibt uns an. Wir versuchen euch wie immer behilflich zu sein, so gut wir können. Und
wenn man jetzt eben mal wieder hier die zwei Laptops im Vergleich sieht, ist natürlich krass, wie groß die Unterschiede von der Verarbeitungsqualität sind. Wenn man irgendwo drückt, der Flex von der Tastatur, vom Gehäuse, wie weit sich das Display biegen lässt. Man muss ja auch mal denken, wo habe ich den Laptop? Habe ich den Laptop vielleicht in meinem Rucksack mit viel anderen Sachen, mit 2 Ordnern, mit Getränkeflasche drin? Dann ist man doch sehr erleichtert, wenn man weiß, hey, der hält was aus. Ich muss keine Angst haben, die Treppe runter zu hüpfen mit dem Laptop im Rucksack und das Display bricht. Okay, das war jetzt ein komisches Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und muss ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Bis auf die Sache mit der SSD, da hätte man vorher wissen können, hat man nicht, ist so. Ja, allem in allem, sehr toller Laptop, kann ich euch empfehlen. Und sehr gut übrigens auch der Linux-Support. Jetzt seht ihr hier die ganze Zeit, dass Linux drauf läuft. Und ich habe noch gar nicht gesagt, dass Lenovo besonders bei den ThinkPads-Ebenen besonders guten Linux-Support hat. Also läuft einwandfrei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wir freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst oder uns sogar abonniert. Ihr könnt auch bei Lukas vorbeigucken. Der spielt richtig gut Overwatch und das macht immer sehr, sehr Spaß, uns dabei zuzugucken. Ihr seid auch gern herzlich eingeladen, mal bei uns im Stream vorbeizugucken. Ansonsten, ich bin Fabian von Dinitiv Gaming. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.